Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es eine festliche Vorspeise, einen Hummer, Homard à la Parisienne et sa bisque, also Hummer auf Pariser Art mit einem Hummersüppchen. Zunächst muss eine dicke Karotte oder eine Süßkartoffel in Wasser weich gekocht werden. Bei der Karotte kann das gut 20 Minuten dauern. Das Wasser wird natürlich gesalzen. Die Karotte wird nicht geschält, damit sie beim Kochen nicht so auslaugt. In dieser Zeit kann der Hummer vorbereitet werden. Dies hier ist ein bereits gekochter Hummer, den ich tiefgefroren erworben habe. Es ist ratsam, dazu Handschuhe zu tragen, da der Hummer teils über einen recht scharfen, spitzen Panzer verfügt, an dem man sich schneller verletzen kann, als man denkt. Hier kann man oben auf dem Panzer eine kleine natürliche Kerbe erkennen. Mit einem robusten, scharfen Messer wird in diese Stelle gestochen und der Hummer mit Kraft und Entschlossenheit halbiert. Das geht einfacher, wenn man da steht, wo jetzt die Kamera ist und man nicht so von der Seite agieren muss. Der Hummer samt Unterlage wird gedreht und dann wird die zweite Hälfte auf die gleiche Art durchtrennt. Dies hier ist ein männliches bzw. nicht trächtiges Tier, denn es befindet sich kein Rogen darin. Es könnte auch so aussehen. Die orangefarbene Substanz sind die Eier, die man gesondert herausholen sollte. Was man damit macht, zeige ich ganz am Ende des Videos. Jetzt arbeiten wir mit diesem Hummer weiter. Zunächst werden die Scheren bzw. Klauen vom Körper entfernt, indem man sie abdreht. Dann werden die Laufbeine abgedreht. Sie werden später ausgekocht und kommen in eine Schüssel für die Karkasse. Bevor der Hummerschwanz herausgelöst wird, wird der Darmfaden entfernt und entsorgt. Alles wird gesäubert. Dann wird das Schwanzstück mit Hilfe einer Gabel, wie gezeigt, vorsichtig herausgelöst. Die Masse hinter dem Kopfpanzer heißt Tomalli und besteht aus Leber und Bauchspeicheldrüse. Sie gilt in vielen Ländern als Delikatesse und wird in die Schüssel zu den Karkassen gegeben. Der Kopfpanzer wird gesäubert und zur Seite gelegt, er wird noch benötigt. Ebenso wird das äußerste Ende der Schwanzflosse abgedreht und zur Seite gelegt. Jetzt wird das Fleisch aus den Klauen herausgeholt. Dazu werden die Scherenarme von den Scherenhänden abgedreht. Zum Knacken des Panzers der Klaue nimmt man die Rückseite des vorhin verwendeten robusten Messers. Ich zeige das jetzt hier mal als Trockenübung. Also mit der Rückseite des Messers schlage ich zunächst wie gezeigt zweimal auf die flache Seite der Klaue, dann halte ich sie hochkant und schlage auf die schmale Seite. Da das Ganze ziemlich spritzen kann, decke ich die Klaue lieber mit einem Küchenpapier ab. Auch lege ich sie an die Kante des Brettchens, da man sonst keinen Platz für den Messergriff hat. So, man kann jetzt sehen, dass der Panzer einige Bruchstellen hat. Jetzt muss nur noch das Fleisch möglichst im Ganzen herausgeholt werden. Bei der größeren Hälfte klappte das ganz gut. Nur die kleine hat Probleme gemacht, aber mit Hilfe einer Hummergabel habe ich es schließlich herausgefummelt. In der großen Hälfte befindet sich außerdem noch eine Art Knorpelstück. Man könnte es auch als das Schulterblatt bezeichnen, das aussieht wie Plastik. Auch dieses Teil muss noch entfernt werden und anschließend sollte man einen ansehnlichen Zustand rekonstruieren, sodass man die Klaue wieder zusammensetzen kann.
Jetzt muss noch das Fleisch aus dem Scherenarm herausgelöst werden. Dazu nehme ich immer diese Bonsai-Schere und schneide den Arm an den gegenüberliegenden Seiten wie gezeigt auf. Dann lässt sich der Panzer einigermaßen einfach entfernen und das Fleisch vorsichtig herauslösen. Und tada, hier ist die herausgelöste Klaue zu sehen. Und das ist der ausgelöste Hummer mit dem Kopfpanzer und der Schwanzspitze. Ein Tier hat sein Leben gegeben und ich möchte alles, was es zu bieten hat, auch ausnutzen. Deswegen werde ich aus dem Außenskelett noch eine Suppe kochen. Dazu gebe ich in einen Topf etwas Olivenöl, das erhitzt wird. Dazu kommen klein gehackte Karotte und Zwiebel. Alles wird angeschwitzt, nicht angeröstet. Des Weiteren kommt noch etwas Tomatenmark dazu. Nach einer Weile kommen die möglichst zerkleinerten Abfälle des Hummers in den Topf. Alles wird verwendet, also auch das Tomalli, und die Beine sollten mit einer Schere klein geschnitten werden. Es kommt eine zerquetschte Knoblauchzehe dazu, sowie ein halbes Lorbeerblatt und Pfeffer. Gesalzen wird erst zum Schluss, wenn man die fertige Suppe abschmeckt. Zum Abschluss gibt man ungefähr 1/4 bis 1/3 Liter Wasser dazu, bis die Karkasse bedeckt ist. Zugedeckt lässt man alles aufkochen und anschließend 20 bis 30 Minuten simmern. In dieser Zeit kann man sich um die weiteren Zutaten kümmern. Das ist zunächst einmal die Soße für den Avocado-Kartoffelsalat. In eine Schüssel gibt man einen Teelöffel gehackte Petersilie, einen Teelöffel geschnittenen Dill, einen Teelöffel Zitronensaft, eine kleine Knoblauchzehe, die zum Beispiel auf einer Mikroplanreibe zerkleinert wird. Des Weiteren kommt etwas Salz und Pfeffer dazu, sowie eine Messerspitze Sumak, ein leicht säuerliches Gewürz. Und natürlich kommt noch etwas gutes Olivenöl an die Soße, etwa 2 Teelöffel, bevor alles durchgerührt und zur Seite gestellt wird. 2 bereits gegarte Kartoffeln werden in feine Würfel geschnitten. Für eine Vorspeise rechne ich pro Person eine kleine Kartoffel. Des Weiteren wird eine Avocado aufgeschnitten, eine Hälfte von der Haut befreit und fein gewürfelt. Man kann auch einen Teil der Avocado mit der Gabel zerdrücken. Die Avocado wird zu den Kartoffeln gegeben, gesalzen und gepfeffert und dann gibt man pro Kartoffel einen Esslöffel Mayonnaise dazu. Die kann man natürlich fertig kaufen, man kann sie aber auch warm aufschlagen. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Alles wird sorgfältig untergerührt und abgeschmeckt. Wenn der Salat richtig salzig schmecken sollte, ist das gut, denn die Kartoffeln nehmen das Salz noch auf. Er wird mit Klarsichtfolie abgedeckt, das ist wichtig wegen der Avocado, und zum Gebrauch zur Seite gestellt. Dieses unscheinbare Ding ist die weichgekochte und abgekühlte Karotte vom Anfang, mit der ich den Abdominalpanzer nachstellen möchte. Man kann auch eine weich gekochte Süßkartoffel nehmen. Hier habe ich einen Ausstecher, mit dessen Hilfe ich Scheiben von ca. 3 mm Dicke aussteche. Da der Ausstecher gebogen ist, sind es die Scheiben ebenfalls, so dass sie sich über das Hummerfleisch legen können. So ist jedenfalls der Plan. Die Kochzeit der Suppe ist um. Sie sollte nicht länger als maximal 40 Minuten kochen, da sich sonst Bitterstoffe lösen können. In eine Auffangschüssel wird ein Sieb gesetzt und der Topfinhalt hineingegeben. Alles wird durchgeschüttelt, vielleicht auch noch ein wenig gequetscht, sodass möglichst viel Flüssigkeit gewonnen wird. Der Kochtopf kann gespült werden und bis zur Fertigstellung der Suppe kann die Flüssigkeit abtropfen. Nun geht es an die Rekonstruktion des Hummers auf dem Teller. Beim Anrichten beachtet bitte, dass pro Hummer immer in 2 Richtungen gearbeitet werden muss, da der Kopfpanzer in 2 Richtungen zeigt, also einmal linksrum, einmal rechtsrum. Das Fleisch des Schwanzes kann in Stücke zerteilt werden, dann hat man es später beim Essen einfacher. Er wird vom Zentrum des Tellers in Richtung 5 bzw. 7 Uhr gelegt und mit den Karottenscheiben bedeckt.
Oberhalb, wo der Kopfpanzer sitzt, wird etwas Avocadosalat gegeben und wie gezeigt mit Soße beträufelt. Dieser Salat wird anstelle des Tomali gereicht. Damit er schön glänzt, wird der Kopfpanzer mit etwas Öl eingerieben und oben aufgesetzt. Eine 1 cm dicke Außenschicht einer Tomate wird wie gezeigt abgeschnitten und in 4 Streifen geschnitten. Sie dienen zur Nachstellung der Hummerbeinchen und werden entsprechend an den Kopfpanzer angelegt. Es wird außerdem noch die Klaue oberhalb des Kopfes angelegt. Und zum Schluss, um alles noch ein wenig aufzulockern, wird mit etwas Kresse dekoriert. Soweit kann alles schon vorbereitet werden. Wir sind ja noch nicht am Ende, da die Bisque ja noch fertiggestellt werden muss. In den gespülten Topf wird die Butter gegeben und dazu kommt die gleiche Menge Mehl. Beides wird angeschwitzt, bis das Mehl eine sandähnliche Konsistenz hat. Es wird mit der Flüssigkeit aufgegossen, untergerührt und zum Kochen gebracht. Des Weiteren kommt noch pro Person mindestens 1 Teelöffel Cognac in die Suppe. Der Alkohol wird beim Aufkochen verfliegen. Es wird abgeschmeckt und eventuell noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Sie wird in vorgewärmte Espressotassen gefüllt und zum Hummer gestellt. Dazu kommt auch noch Toastbrot. Jetzt kann serviert werden. Hier zeige ich noch, was mit dem Rogen passiert, der aus den weiblichen Tieren entfernt wurde. Er wurde in einer Schüssel gesammelt. Dazu kommt Butter nach Geschmack und alles wird vermengt. Auf einem Brettchen wird es portioniert und kann zum Hummer gereicht werden. Auf Toastbrot schmeckt diese Hummerbutter besonders gut. Vielleicht seid ihr ja auf der Suche nach einer schönen Vorspeise für ein festliches Essen oder ihr seid einfach nur neugierig auf Hummer. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr probiert diese Vorspeise einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Hummer auf Pariser Art für 2 Personen. Ein gekochter Hummer. Eine dicke Karotte oder Süßkartoffel gegart, 2 gegarte Pellkartoffeln, eine halbe Avocado, eine Tomate, 2 Esslöffel Mayonnaise, je 1 Teelöffel Petersilie und Dill gehackt, eine halbe bis eine Knoblauchzehe, eine Prise Sumak, 1 Teelöffel Zitronensaft, 2 Teelöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer. Hummersüppchen. Karkasse von einem Hummer, siehe oben. Eine mittelgroße Karotte. Eine Zwiebel. Eine Knoblauchzehe. Ein halbes Lorbeerblatt. Des Weiteren Toastbrot, eventuell Butter, Brunnenkresse zum Garnieren. Viel Spaß beim Zubereiten dieser besonderen Vorspeise und wie immer, guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.